Wir sind in Liberec. Den Kreisverkehr an der 4. Ausfahrt verlassen und in die Straße Susitz K fahren. Jetzt sind wir hier relativ gut rausgekommen. An dem Kreisverkehr ist normalerweise mehr Stau. Da dauert es länger, bis man hier endlich rum ist. Aber heute haben wir keine 5 Minuten gebraucht. Heute haben wir keine 5 Minuten gebraucht. Ist das nicht gut hier? Da wettermäßig haben wir es heute nicht so gut, 9 Grad und neblig oder In 400 diesig Metern oder links abbiegen auf die E442, dann in die 3. Straße rechts abbiegen. So, und wie sieht es bei euch aus mit dem Wetter? Ist es da auch so wie hier? Neblig. Der will jetzt da rin. Das ist hier nur ein kleiner Stau. Da sind wir gleich durch. Links abbiegen auf die E442, dann in die 3. Straße rechts abbiegen. Weil das sagt sie mir jetzt, da bin ich 200 Meter weit weg vom Linksabbiegen. Man beachte mal auf dem Schild hier, wie dieser Kreisverkehr ist. Aber so geradlinig, wie der da aufgezeichnet ist, ist er gar nicht in Wirklichkeit. Sind da noch ein paar Kurven mehr. Und wir fahren jetzt dann gleich auf die Mautstrecke. Wenn es dann mal weiterging. Und gestern habe ich bei mir zu Hause die Lichterketten aufgehängt. Schon mal alles vorbereitet, eingeschaltet habe ich sie noch nicht. Da warte ich noch. Rechts Jawohl. abbiegen auf die 35. Jetzt sagt die mir da rechts abbiegen, das ist ja gar nicht richtig. Hier darf ich gar nicht rechts abbiegen. Hier erst darf ich rechts abbiegen. Das sind die Sachen, wenn du da nicht aufpasst mit dem Navi, ne? Wenn du da in dem Moment fährst und die sagt rechts abbiegen, da gut, hier wäre es jetzt gerade nicht gegangen, weil da ohnehin Fahrzeuge waren. Aber es gibt Der da E442 folgen. Es gibt ja natürlich auch Leute, die nicht so aufpassen und wenn das sagt rechts, dann fahren die rechts. Ja, und das war's schon mit Liberec, jetzt sind wir hier schon raus. Jetzt haben wir ja ein Stück Landstraße zu fahren, also hier wäre es jetzt noch mautpflichtig, und zwar mautpflichtig für alle. Das ist in der Tschechei anders, da gibt es keine Ausnahmen. In Polen ist es ja so, da ist für Fahrzeuge einschließlich Anhänger bis 3,5 Tonnen die Autobahnen, die staatlichen Autobahnen und Schnellstraßen mautfrei. Erst über 3,5 Tonnen und da wird der Anhänger mit dazu gerechnet, ist der Mautpflicht. Und hier bei den Tschechen ist es anders. Da sind alle mautpflichtig auf diesen Autobahnen und Schnellstraßen, die da mit diesem M gekennzeichnet sind. Und es ist nur ein Unterschied, bis 3,5 Tonnen gibt es da diese
elektronische Billette, da musst du dich registrieren und da gibt es, glaube ich, Tages-, Monats- und Jahrespauschalen. Und über 3,5 Tonnen brauchst du den Transponder. Das ist der einzige Unterschied hier in der Tschechei. Und wie gesagt, in Polen, da ist dann bis 3,5 Tonnen ohnehin freigegeben. Ja. Und in der Tschechei mit diesen 3,5 Tonnen Transponder, da in dem Fall wird der Anhänger nicht mit dazu gerechnet. Da zählt also nur das Zugfahrzeug. Wenn du also jetzt ein Fahrzeug hast mit 2,5 Tonnen und hast noch 2 Tonnen Anhänger hinten dran, brauchst du da keine Transponder, musst du aber die normale Mautpauschale bezahlen. Zum Aufkleben gibt es die Dinger ja gar nicht mehr. Das ist auch alles elektronisch heutzutage. Ja, und ich hab ja einen Transponder drin. Bei mir ist das Zugfahrzeug schon ohne Anhänger über 3,5 Tonnen. Haben wir 4,1 haben wir. Wenn ich dann noch einen Anhänger dran habe, der hat auch nochmal 3,5 Tonnen. Ne? Aber heute am Sonntag fahren wir ohne Anhänger. Ja, und wo war ich noch? Ich war am Freitag, also gestern gab es ja keinen Livestream von mir, weil da habe ich zu Hause Lichterketten aufging. Und hier im Truck habe ich auch schon so einen kleinen Weihnachtsbäumchen, wenn man mit dem USB anschließt an 12 Volt. Den habe ich sogar schon eingeschalten. Von zu Hause habe ich noch nichts eingeschalten. Ja, und am Freitag waren wir in Krosno-Odrzański in Polen und dann nach Glogow weiter. Das hat sich gezogen wie Gummi, die Strecke, die war wesentlich länger, als ich geplant hatte. Ich habe mir das auf der Karte kurz angeguckt, habe mir gedacht, naja, eine Stunde Fahrzeit von da nach dort, aber in Wirklichkeit war es wesentlich mehr. Ich habe gedacht, wir kommen überhaupt nicht mehr an und ich hatte das so geplant. Ich bin früh losgefahren, ich weiß gar nicht, um 9 oder so, na, ich hatte noch was zu machen, habe mir gedacht, naja, bis nachmittags um 4, halb 5 bist du spätestens zu Hause, na ja, von wegen. Um 7 war es dann, bis um 19 Uhr sind wir erst fertig gewesen. Da war ja froh, dass ich die Tour am Freitag gefahren habe und nicht am Samstag. Weil Samstag mag ich eigentlich so lange nicht unterwegs sein. Ja, und da habe ich also wie gesagt den Livestream gemacht. Da habe dann auf dem Rückweg noch die anderen Videos. Wer dann dabei war, vielleicht ist heute auch wieder dabei. Und dieses Walddings da, wo der andere gestern gesagt hat, wo wir zu Hause sind, da sind wir dann auf dem Rückweg tatsächlich fast dran vorbeigekommen. Gelesen hatte ich es auch im Schild. Ja, und dann waren wir die Woche noch, also gestern, das waren 500, nee, nicht gestern, am Freitag, diese Tour, da habe ich über 500 Kilometer gemacht an dem Tag. Und ich hatte eigentlich nur mit 300 gerechnet, da habe ich mich tatsächlich mit 200 versetzt. Und das war aber noch nicht die längste Tour die Woche am Dienstag. Da war ich bei Eisenach, das waren hin und zurück 900. Ja, und hier ging es jetzt Richtung Deutschland, Richtung Zittau. Da muss man dann erst ein Stück durch Polen durchfahren. Und hier ist jetzt die Kraftfahrstraße zu Ende.
Und ab da vorne ist es dann wieder mautfrei. Also ab hier kann dann wieder jeder fahren. Kostenlos. Was wollte ich da sagen? Ja, in Eisenach bin ich da gewesen. Da hatte ich zu tun. Und dann hatte ich noch ein bisschen Zeit übrig. Da war ich noch in dem Wartburg Museum, also nicht auf der Wartburg, sondern ich meine jetzt das Automobil Wartburg. Da gibt es ja noch oben da diese Wartburg, wo der Martin Luther mal eine Weile war, aber da hatte ich keine Zeit mehr dahin weil ich war dann in dem Automuseum, da gibt es ja auch viel zu sehen, da braucht man ja 2 Stunden, bis man da durch ist. Ne? Also wenn man nicht durchläuft, durchhetzt, sondern sich das auch alles anschaut. Ne? Da werden dann noch Videos kommen, wer sich dafür interessiert. Kann ja der Kanal jetzt mal abonnieren für so Oldtimer-Videos, habe ich immer wieder mal. Morgen kommen welche, allerdings nicht von Eisenach, sondern von einem anderen Automobil-Treffen, Oldtimer-Treffen, wo ich war. Und die von Eisenach, die wird es erst nach Weihnachten geben, weil jetzt vor Weihnachten habe ich noch ein paar andere Videos zu machen. Und dann ist ja auch noch der Weihnachtstrubel, ne? Und das kennt ihr ja alle. Da habe ich dann auch nicht so die Zeit für die Videos zu bearbeiten, zusammenzuschneiden und so weiter. Aber ich habe jetzt noch ein paar andere Oldtimer-Videos, die demnächst kommen, also jetzt im Laufe der Zeit. Wer sich dafür interessiert, könnte den Kanal abonnieren. Ja, und was gibt es sonst noch zu sehen? Ja, so Fahrvideos wie jetzt. So mindestens einen Livestream pro Woche mit Fahren, dann noch Videos außer vom Fahren. Entweder welche, wo ich von der Dashcam, wo ich nur fahre und kein Kommentar dazu mache, nur dann Musik laufen lasse. Ne? Dann natürlich auch Videos mit Kommentar dabei. Dann habe ich hin und wieder mache ich so Preisvergleiche, weil ich bin ja da ansässig im Dreiländereck, Polen, Deutschland, Tschechei, ne? Und da habe ich mal Märkte verglichen, wo man billiger einkauft, wo man billiger tanken kann. Zurzeit ist es mit dem Tanken zum Beispiel so, dass es zwischen tschechischen Tankstellen und polnischen Tankstellen in etwa der Preis gleich ist. Noch vor ein paar Monaten war es in der Tschechei teurer, aber das hat sich jetzt gegeben, angeglichen. Preislich sind die jetzt in etwa auf gleichem Niveau. Hängt jetzt natürlich auch drauf ab, zu welcher Tankstelle man hinfährt. Es gibt Tankstellen, da kostet 32 Kronen irgendwas und dann gibt es welche, die kosten 34 Kronen irgendwas. Ne? Und ich weiß zum Beispiel, wenn man bei Farnsdorf von Deutschland nach der Tschechei rüberfährt, gleich nach der Grenze, da ist eine Tanke, die hat, nee, 2 sogar sind es, die haben so Preise um die 32, 50. Die sind dann meistens beide gleich, die beiden Tankstellen. Ne? Mir fällt jetzt nur der Name von der Tanke nicht ein. Aber da werde ich dann jetzt auch noch hinfahren auf dem Rückweg, noch ein bisschen nachtanken, weil ich habe morgen dann wieder ja, keine weite Fahrt, aber viel zu fahren hin und zurück. Allerdings morgen gibt es noch keinen Livestream dazu, weil ich muss da habe ich zu viel kurze, da lohnt sich nicht wegen sagen wir mal, Viertelstunde da rumzumehren. Ja. Aber ich war noch gar nicht fertig zu erzählen, was es überhaupt auf meinem Kanal zu sehen gibt. Dann gibt es natürlich noch so Sightseeing-Videos. Das sind dann auch so Videos dabei. Es gibt ja nicht nur Automobilmuseen, wir gucken auch andere Museen an.
wieder mal so Burgruinen, ja, das kommt auch immer wieder mal vor. Und weil wir es hier hatten mit den Preisen, hier haben wir Diesel 32,50 und Benzin 33,30. Das ist jetzt nicht ganz die billigste, aber auch nicht die teuren. Also die ist schon im niedrigeren Preissegment hier dabei. Hier war jetzt das Diesel wieder billiger, bei anderen Tanken ist manchmal das Diesel teurer, manchmal sind sie auch gleich mit dem Preis. Ne? Weil in Deutschland ist das ja nur mit dem Diesel so billig, also so billig, das war jetzt auch, dass das Diesel billiger ist wie das Benzin, weil auf dem Diesel andere Steuern sind wie auf dem Benzin. Aber das gibt es ja in anderen Ländern nicht so, ne? Also wie in Tschechei, Polen, da sind Diesel und Benzin manchmal preisgleich und manchmal auch sogar das Diesel teurer. Das wechselt immer wieder. Das kann man jetzt so pauschal nicht sagen. Da muss man halt schauen, was man braucht. Nicht gleich jede Tanke mitnehmen. Ja, mit dem Geldwechsel, also sowohl in Polen als auch in der Tschechei gibt es ja andere Währung als Euro. Ne? Ich habe jetzt in Polen am Freitag festgestellt, da bin ich über Zaran gefahren. Und bei Zaran, die Wechselbuden in Polen, die haben ja immer die Leuchtschrift, wo es dann drauf steht, der Kurs. Und in Skorzelec, also die polnische Seite von Görlitz, da waren es 4,14 und in Zaran, da waren es 4,21. Also wenn man ein bisschen weiter reinfährt, wird der Umrechnungskurs besser als direkt an der Grenze. Ja, und heute hier jetzt in Liberec habe ich ihn gesehen, da war es 21 irgendwas, also 21 Kronen für den Euro. Und hier haben wir jetzt wieder Diesel 32,50 und Benzin 33,50. Und das ist jetzt eine Orlen, da bin ich jetzt überrascht, dass die bei 33,50 ist, weil die Orlen sind normalerweise immer noch einen Ticken teurer. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass Benzin hier bei 34,50 steht, aber 33,50 ist jetzt für eine Orlen sogar gut. Weil die Orlen, die sind normalerweise immer ein bisschen mehr wie die anderen. Und die günstigste hier in der Tschechei, das ist die Armex. Da weiß ich die ja immer 2 Kronen billiger sind wie alle anderen. Da musst du halt Glück haben, dass auf deinem Weg so eine Billigtanke dann ist. Ne? Boah, der hat ein riesen Feuer im Garten, da habe ich gerade gesehen. Die machen da ein riesen Feuer, riesen Lagerfeuer im eigenen Garten. Ja, wissen, ich hätte jetzt da keinen Bock draußen zu sitzen, auch wenn ich da Feuer mache, aber wissen nicht. Ein bisschen sonnig will ich schon haben, wenn ich im Garten sitze zum Griller oder so. Ne? Sonst macht es irgendwie nicht so wirklich Spaß. Ja, und jetzt müssen wir dann kurz wo anhalten, weil ich da was mitnehmen will noch. Ein Stück fahren wir noch da. 12 Kilometer, ich frage mich nur,
was ich da eingespeichert habe. Ich sehe gerade auf meinem Navi ist noch irgendwo was eingespeichert. Da habe ich was mir vorgemerkt, aber ich weiß gar nicht warum und wieso, was das da ist. Wir sind jetzt hier bei Jabloni, Fofa oder so ähnlich. Und wenn man hier die Strecke geradeaus weiterfährt, kommt man nach Tetschin. Das geht da weiter Richtung Tetschin. Und da ist aber zwischen Keschkalipa und Tetschin ist noch immer gesperrt wegen der Baustelle da über den Berg drüber. Da muss man immer eine Umleitung fahren. Aber das, so weit fahren wir ja heute eh nicht. Ja, und da vorne rechts ging es dann nochmal Richtung Zittau. Aber nur für Privatautos die Grenze da. Da wo jetzt das weiße Auto steht, die Straße, da ging es nochmal nach Zittau. Ach, jetzt weiß ich, was ich da habe. Das ist da vorne diese Norma. Das habe ich mir mal eingespeichert gehabt, die Norma, ja. Ja, aber ich habe mir hier diesen Wegpunkt, normalerweise fahre ich ja da nicht so hin, aber ich habe mir das hier eingespeichert, weil wenn ich von Liberec da Richtung Homburg oder Braunsdorf rüberfahren will, dann schickt mich das Navi immer auf die deutsche Seite und auf der deutschen Seite ist ja komplett durch Maut bezahlen drüben über die Bundesstraße und ich fahre hier lieber über die tschechische Bundesstraße, weil hier auf dem Stück Maut frei fahren kann. Das ist nur das erste Stück bei Liberec, wo man da Maut bezahlen muss. Ne? Und da tue ich mir dann immer hier diesen Wegpunkt einprogrammieren als Zwischenziel, damit mich das Navi hier lang lotst. Obwohl meistens fahre ich die Strecke ja eh auswendig. Ich bin ja hier schon so oft lang gefahren. So, und jetzt muss ich mal ein bisschen wischen, damit ihr auch was seht. Weil der Nebel, der schlägt sich natürlich auf der Scheibe nieder. Jetzt haben wir noch 8 Kilometer bis zum Penny. Und da will ich mal schnell meinen Schokobrotaufstrich holen. Ja, und über den Berg fahren wir jetzt heute eigentlich gar nicht, ne? Weil wir fahren ja Braunsdorf. Ich wollte jetzt an die Tanke noch. Ja, hier hat man dann bald der Winter, also wird bald der Schnee kommen, wenn es so weitergeht. Neulich, wo ich da über den Berg da drüben gefahren bin, da habe ich schon Schneeregen gesehen, schon die ersten Schneeflocken für diesen Winter gesehen. Aber das war natürlich nur kurz, das hat sich nicht gehalten. Aber das hat schon seinen Grund, warum da ab 1. November Winterreifen vorgeschrieben sind für den Berg, für die Bergstrecke. Ja, nächste Woche haben wir keine weite Strecke zu fahren, da bin ich nur die ganze Woche immer in meinem Umkreis unterwegs. Da gibt es dann nichts Interessantes. Aber dafür mache ich die anderen Videos dann, da könnt ihr euch die anschauen.
Okres Kesca-Lipa. Jetzt sind wir hier im Landkreis Kesca-Lipa. Diese Straße hier ist schön gemacht jetzt. Ich kann mich noch erinnern, wie die vor ein paar Jahren war, weil ich war ja hier schon länger hier hin und her. Ey, was ist dann jetzt? Das hat mir jetzt noch gefehlt. Heilandsack. Unfall. Also an dieser Stelle hatte ich schon mal einen Unfall. Gestern auch war Unfall. An dieser Stelle, den hatte ich sogar auf dem Video mit drauf. Da sind wir von vorne gekommen und sind Richtung Liberec gefahren. Und das ist irgendwie ein Problem hier an der Stelle. Ich weiß nicht warum, weil ist durchgezogene Linie und Kuppe, da darf man eigentlich nicht überholen, aber da hält sich ja hier keiner dran. Ne? Das ist das Problem. Ich wische nochmal, ich sehe gerade, das sieht alles verwischt aus hier. Und Kommentare lese ich dann später, da komme ich jetzt gerade nicht dazu. Kein Kommentar. Und jetzt schauen wir mal, ob es da weitergeht, ob wir dran vorbei dürfen. Es geht. Ah, ja. Ich weiß nicht, was sie da wieder angestellt haben. Ja, Unfall. Hoffentlich dürfen wir noch mit durch. Dass wir weiterkommen, also bis jetzt stoppt er noch nicht. Wenn er noch nicht stoppt, nee, er guckt gar nicht mal her zu uns, also fahren wir einfach weiter. Ja, den hat es hier erwischt, da links den Mercedes und so wie der da steht, hat hier wieder so ein Simpel überholt, ne? Hier, guck. Ja. Das ist so ein typischer Überholunfall, ne? Hier, was ich immer sage in der Tschechei, da müsst ihr aufpassen, die fahren hier wirklich volles Risiko. An unübersichtlichen Stellen wird überholt, ne? Weil normal können sich die PKWs hier gar nicht treffen, ne? Weil da ist durchgezogene Linie in der Mitte, die Fahrspuren sind breit genug und einer von den beiden hat überholt, aber ich weiß jetzt nicht welcher, das kann ich jetzt so vom Vorbeifahren her nicht beurteilen, welcher das da der Überholer war und welcher das da der Unschuldige ist. Ne? Das sieht man jetzt so im Vorbeifahren natürlich nicht. Aber wie kann man auf die bescheuerte Idee kommen, an der Stelle da zu überholen? Da ist die Kuppe, da sieht man nichts. Ne? Und man muss dann nicht immer auf Volldampf da lang brettern. Ne? Das gibt's da nicht sowas. Da habe ich jedes Mal Angst, wenn ich hier irgendwo lang fahre, dass mir so ein Idiot mal auf meiner Seite entgegenkommt. Ne? Oder du wirst überholt, ne? Und dann kommt der da entgegen und dann bist du genauso mit dabei, ne? Am Unfall. Ne? Aber wenn der mit dem Gegenverkehr zusammenknallt, der Überholer, das erwischt dich ja auch mit dabei, konntest nichts dafür, fährst ganz normal und dann kriegst du da noch eine mit für so einen Trottel. Das ist hier schon der zweite Unfall, den ich auf genau an der Stelle gesehen habe. Da gehören längst so auf die Mittellinie da diese Poller hingemacht, dass man da gar nicht erst auf die Idee kommt zu überholen. Ne? Die Polizei, aber die fahren nur spazieren. Na, hier auf. Ja, da überall stehen da Kreuze neben der Autobahn, neben der Fahrbahn. So, jetzt kommt gleich dieses Zwickhoff. Das
das heißt auf Deutsch Zwickau. Allerdings nicht das Zwickau, an das ihr jetzt gleich denkt, na? Da wo die Trabants mal gebaut wurden, das ist Zwickau. Nein, hier sind wir hier, das ist ein kleines Dorf. Auf der tschechischen Seite, das heißt auch Zwickau auf Deutsch. In die Straße Tovarny, dann in die nächste Straße rechts abbiegen. Und da sind wir jetzt hier ist das Ortsschild, hier kann man sehen, Zwickhoff, geschrieben mit C-V-I-K-O-F, A-V. Und da rechts könnt ihr Auto kaufen. Der hat aber heute zu. Und da rechts ist der Penny, da halte ich mal kurz an. Da muss ich mal schnell was besorgen. Rechts abbiegen in die Straße Tovarny, dann in die nächste Straße rechts abbiegen. Ist gut. Jetzt weiß ich es auch so. Noch mal ein bisschen wischen. Wer schon mal mit mir mitgefahren ist, der hat das schon gesehen. Ich war hier schon mal kurz drin in dem Laden. Ich war hier schon mal kurz drin. Und ihr wisst was, ich fahre da noch einmal ein Stück weiter vor. Es regnet jetzt, fängt es regnen an, ich will nicht. Da mogeln wir uns hier dazwischen. So, da muss man nicht so weit latschen. Und jetzt habe ich gesehen, habt ihr auch was geschrieben. Ich lese mir das jetzt gleich mal durch. Moment. Ich muss nur schnell. Nur schnell was notieren. Und vor lauter Dings habe ich es jetzt vergessen. Wir haben jetzt gerade die 436 voll gemacht. So. What happened there? Ja. Phoenix. Ich habe keine Ahnung, was mit dem Unfall war. Für mich hat es so ausgesehen, als ob einer von den beiden überholt hat und den anderen dann getroffen. Ne? Aber welcher von beiden jetzt der Überholer war und wer der andere, das kann ich jetzt natürlich nicht sagen. So, jetzt schauen wir mal kurz. So, ich will hier nur schnell mein Brotaufstrich kaufen. Weil hier den es hier gibt, das ist mir immer der liebste. Wo, das war glaube ich da hinten irgendwo. Ich weiß, mein Zuckerzeug, das gibt es irgendwo hier. Hier, da ist es. Oder? Nee, das ist da noch nicht. Ich hätte jetzt gedacht, das war jetzt hier wo. Verstehe ich jetzt gerade nicht. Nee, da ist es nicht, da ist es auch nicht. Oder war es da?
War das hier irgendwo? Nee. Nee. Jetzt muss ich schauen, wo das ist. Also ich habe das letzte Mal, ich habe das so in Erinnerung, als ob das hier dabei gestanden war, aber wohl doch nicht. Was haben wir da? Nee, da ist es nicht. Da gibt es Schokosachen. Was ist da? Schokolade? Nee. Da ist es auch nicht dabei. Da ist es auch nicht dabei. Ja, jetzt habe ich gedacht, ich gehe kurz hier rein und hole mir mein Brotaufstrich, aber ich sehe den gerade nicht. Nee, das ist es nicht, da was da unten drauf ist. Da ist es auch nicht. Da ist es auch nicht. Ja, sag mal, wo ist denn das? Jetzt habe ich extra dafür angehalten hier und jetzt finde ich es nicht. Nee, auch nicht. Haben die umgestellt oder wie? Was ist denn hier? Hier gibt es Marmelade. Nee, da ist es auch nicht. Uff. Nee. Nee. Nee, nix. Wo habe ich denn? Tja, Satz mit X. Jetzt sind wir hier völlig umsonst reingegangen. Ich finde es nicht. Das gibt's doch nicht. Nee, da ist Waschmittel. Gib mir das, gib mir das, Was will jetzt beim Waschmittel? gib mir das.
Ja, ja nicht so. Ja. So, wir sind in Zwickhoff. Das liegt zwischen Liberec und Česká Lípa. Jetzt war ich hier drin in dem Penny, weil ich wollte mir jetzt meinen Brotaufstrich kaufen. Ne? Das ist so ein Schokoding, so eine Penny-Eigenmarke. Nicht, also so ähnlich wie Nutella halt, aber Penny. Aber jetzt bin ich jetzt zweimal durch den Laden gelaufen. Ich habe es nicht gesehen. Das ist bestimmt an dem Regal, wo ich zuerst war, wo die eine Lücke war. Da hat was gefehlt in dem Regal. Das ist bestimmt ausverkauft heute jetzt. Naja gut, ich bin jetzt nicht extra hierher gefahren, sondern habe hier nur auf dem Weg hierher angehalten. Und jetzt will ich noch zu der billigen Tanke da, Kerpasi Kolokesti. In Farnsdorf ist es. Muss nur schauen, ob ich die eingespeichert habe. Nee, eingespeichert habe ich die nicht. Aber bis Farnsdorf ist es nicht weit. Also 15 Auf die nächstgelegene Straße fahren. 15 Kilometer. Ja, und wenn mich jetzt irgendein grüner Spinner gesehen hat, dann heißt es wieder, guck an. Links abbiegen Der in fährt- die Straße Tovarny. Dann in die nächste Straße links abbiegen. Links abbiegen in die Straße Tovarny. Dann in die nächste Straße rechts abbiegen. Beim Stoppschild rechts abbiegen. So. Los, fahren wir. Und In 3 Kilometern rechts abbiegen auf die 9. wir sind doch schon auf der 9. Wir sind doch schon auf der 9. Warum soll jetzt da auf die 9 abbiegen? Naja. Aber ist ja egal. Ich weiß ja, wo ich hin will. Ja, und da waren wir jetzt also völlig umsonst in dem Pennymarkt da drin. Weil jetzt habe ich mein Schokodings nicht gekriegt, das nervt mich jetzt schon wieder. Ja gut, ich habe noch, also für nächste Woche reicht es allemal noch. Ich habe noch gern so ein Vorrat von dem Zeug zu Hause, weil man weiß ja nie, ne? Ja, und da den Berg, wo wir sonst drüber fahren, den kann man heute gar nicht sehen. Ja, hier muss auch irgendwo ein Blitzer stehen. Deshalb fahren die hier alle so langsam. Hier dürften wir nämlich eigentlich 50 fahren und die fahren jetzt 43. Das bedeutet, da steht wo ein Blitzer. Was haben wir hier für Spritpreise? 32,50 und 31 für
fürs Benzin, fürs Diesel, ne? Also diese Ono hier, die war auch günstig. Da hätten wir jetzt auch reinfahren können, aber das habe ich zu spät gesehen. In 900 Metern rechts abbiegen auf die 9. Das haben wir jetzt zu spät gesehen, dass die da auch billig ist. Ja, und da steht was mit der 13 da gesperrt, ne? Rechts abbiegen auf die 9. Das ist dann die Strecke, wo ich gesagt habe, wo dann gesperrt ist. Das geht da vorne nochmal über den Berg drüber. Aber da fahren wir ja heute nicht hin. Wir fahren jetzt heute hier rüber Richtung Fahnsdorf. Da müssen wir jetzt auch noch ein Stück über den Berg drüber fahren. Und hier, wo die jetzt da, die Baumaschinen stehen, wo die hier arbeiten, da kommt dann eine neue Straße hin, die geht dann da oben das ist so quasi eine Ortsumgehung hier, damit der ganze Verkehr nicht immer durch den Ort hier durchgeht. Da tun die das verlegen. Das wird aber dieses Jahr nichts mehr, weil da haben die noch viele Erdbewegungen zu machen. Das werden wir jetzt gleich sehen, wenn wir dran vorbeifahren. Und das ging dann ja hier rechts dran rein. Da wird es dann später mal lang gehen, die Straße, die neue. Und jetzt tun sie hier erstmal verlegen, weil sie ja den Kreisverkehr, dann die Zufahrt umbauen müssen. Während die hier die Baustelle machen, müssen sie erstmal die Rechts abbiegen auf die 9. Dann in die nächste Straße rechts abbiegen. müssen sie erstmal den Anschluss hier verlegen. Rechts abbiegen auf die 9. Der 9 folgen. Jetzt sieht man es gleich hier rechts. Also die Straße, die wird dann hier verlegt. Und da rechts, wo dieser neu gebaute Tunnel da ist, da geht dann die neue Straße lang. Die geht dann über den Tunnel da drüber. Weil das ist dann die Durchfahrt für die landwirtschaftlichen Fahrzeuge. Aber da können wir wahrscheinlich frühestens in einem Jahr da langfahren, weil die müssen ja da noch die ganze Erde da auffüllen rechts. Das wird eine Weile dauern, bis die damit fertig sind. Ich frage mich nur, wo die Erde hernehmen, weil wenn sie da auffüllen, müssen sie es ja irgendwo abgraben. Ah, die müssen es ja irgendwo hernehmen. Ja, und hier wird auch gebaut. Da kommt dann auch so eine Brücke hin. Da wo jetzt die Bagger stehen, da geht dann die neue Straße lang. Hier läuft es dann wieder mit der jetzigen Straße zusammen irgendwo da. Der Rest der Strecke bleibt wie er ist. Es geht nur darum, hier die Ortsumgehung dann zu machen. Ja, das ist ja ziemlich ein Knüppel, der Berg. Im Winter liegt hier immer viel Schnee.
aufpassen. Ja, normal fahre ich die Strecke in der anderen Richtung. Fahren wir zuerst Fahnsdorf und dann das andere, aber ich habe halt das andersrum gemacht, weil ich zuerst Liberec machen wollte. Da sind wir hier oben. Und da geht es dann geradeaus weiter Richtung Rumburg auch. Da kommt man dann bei Rumburg auf die deutsche Seite oder man kann vor Rumburg nochmal rechts abbiegen. Und ich will jetzt aber zu dieser Billigtanke hin und da müssen wir vorher schon Richtung Fahnsdorf fahren und dann nehmen wir dann den kleinen Grenzübergang. Und bei Rumburg ist an der Grenze auch nicht viel los. Viel Unterschied macht es nicht. Und jetzt haben wir den höchsten Punkt erreicht, glaube ich. Ab jetzt geht es bergab. Jetzt haben wir hier natürlich nichts zu sehen, weil alles neblig ist. Oh, ihr habt was geschrieben. Ah, ich lese mir gleich durch. Wir sind gleich am Ziel. Und jetzt wird gleich das Funkloch kommen, weil ich weiß, hier oben gibt es wieder irgendwo ein Funkloch. Und wenn ihr da vorne seht, das gelbe Haus, und da davor ist so ein großer Platz und da stehen gern die Bullen und tun im Winter kontrollieren, wer hier ohne Winterreifen unterwegs ist. Ja, hier links ist das. Da steht dann immer wieder mal die Polizei und zieht die Fahrzeuge raus, weil und da hier sieht man es nochmal, hier ist das Schild. Ja, ich habe meine schon dran, die mit Schneeflocken-Symbol. Ich habe ja auch noch welche mit M&S nur drauf, aber ohne den Schneeflockensymbol, da darfst du ja jetzt nicht mehr fahren. Ich tue die aber dann im Sommer noch runterfahren, weil wäre ja schade, die wegzuschmeißen, Reifen. Ich fahre jetzt im Sommer noch ab. Dieser rote Fahrbahnbelag hier, das soll auf eine Gefahrenstelle hinweisen. Immer wenn ihr irgendwo so einen roten Belag seht, dann ist das gemacht, um halt, hoppla, aufpassen, Gefahr. Wobei ich bisher keinen Unterschied feststellen konnte, die Tschechen, die fahren an den Stellen genauso wie da, wo das nicht markiert ist. Ne? Da könnte man hier, wenn man hier lang fährt, denken, manche Leute haben 2, 3 Leben. Ne? Und dann passieren eben solche Sachen, wie man es da vorhin gesehen hat. Und der Kuppe muss überholt werden und dann geht es natürlich schief, ne? Ist klar. Irgendwann geht es einmal schief. Und da oben hat man jetzt gar kein Funkloch, weil da, wo ich gerade gesagt habe, wo die Polizei immer wieder steht zum Kontrollieren, da ist normalerweise auch ein kleines Funkloch.
wo die Verbindung dann immer abreißt. Aber heute haben wir es nicht, aber da unten am Berg ist dann auch nochmal eine Kurve, wo es kurz weg ist. Aber das ist nur kurz. Damit kann man leben, mal eine Sekunde oder zwei ohne Funkverbindung zu sein. Aber so, wenn ich auf der deutschen Seite in Görlitz fahre, das ist immer schwierig mit Livestream. Weil da reißt ständig die Verbindung ab. Na, in der Stadt drin habe ich keine Verbindung, na, das gibt es ja nicht sowas. Oder wenn man von Skorzelitz Richtung Liberec rüber fährt, da die Strecke, da habe ich auch ständig ein Funkloch nach dem anderen da. Über Savidow. Jetzt sind wir gleich da. Bis zur Tanke ist es nicht mehr weit. Ja, und jetzt fahre ich hier schon 60 durch den Ort und hinter mir klebt mir einer an der Stoßstange und drängelt. Ich weiß nicht, was mit den Leuten los ist. Jetzt lassen wir es aber ein bisschen ausrollen, wenn wir ein bisschen langsamer. Weil das kann ich gar nicht leiden, wenn man mich drängelt. Vor allem, wenn ich eh schon schneller fahre, als erlaubt. Ne? Den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen. Ja, und da kommt jetzt gleich der Kreisel, da biegen wir dann ab Richtung Farnsdorf. Und hier ist noch einmal eine Tanke. Ja, und da, wenn ihr geradeaus vorschaut, da geht es nach Rumburg weiter. Die Strecke bin ich auch schon gefahren. Aber da bin ich jetzt froh, dass ich von der Seite nicht jetzt da hochfahren muss, diesen langen Berg. An der ersten Ausfahrt verlassen und auf die 264 fahren. Ja, und hier rechts gibt es viele Steh im Weg für den Garten. Da könnt ihr Gartendeko kaufen. Ich war da noch nie drin, ich bin schon 100-mal vorbeigefahren an dem Laden hier, aber bin da noch nie drin gewesen. In 5 Kilometern links halten und in die Straße Bladoboleslavska fahren. Ich hatte mal so einen Jägersmann mit Hund im Garten stehen, ja, der war so knapp 1 Meter groß, die Figur. Ne? Die haben es mir mal nachts gestohlen und seitdem mache ich keine Gartendeko mehr. Brauche ich nicht mehr. Da ärgert man sich nur, man gibt Geld aus und dann kommt irgend so ein Assi und klaut das Zeug nachts. Ne? Ja, und wir sind jetzt hier gleich bei Farnsdorf. Ja, was wollte ich noch sagen? Irgendwas wollte ich noch erzählen, aber jetzt bin ich wieder rausgekommen. Ja, diesen Jägersmann, den habe ich aber in Polen gekauft, nicht hier. Wo habe ich den gekauft? In Bad Muskau. Wenn man Bad Muskau auf die polnische Seite hinüberfährt, da ist ja dieser Basar. Und kommt ja nicht auf die Idee, Polenmarkt zu sagen, das mögen die Polen nicht. Das heißt Basar. Wenn ihr da mal irgendwo drüben seid und fragt, weil ihr es nicht genau wisst, wie man da hinkommt, fragt nie nach dem Polenmarkt, sondern das heißt Basar. In Slubice bin ich auch schon gewesen, aber da komme ich seltener hin, weil das liegt jetzt nicht in meinem täglichen Revier, in dem Bereich.
Nach Bad Muskau ist es nicht ganz so weit. Da komme ich hin und wieder dran vorbei. Aber Slubitz ist natürlich doch ein Stück weiter zu fahren. Und in der Gegend habe ich einfach normal nichts zu tun. Und da war ich einmal dort in Slubitz, in dem Markt, habe mir das angeschaut. Und ja, ich habe gehört, dass es mit den Märkten auch ein bisschen bergab geht. Weil seit da diese Grenzkontrollen sind, jetzt auf beiden Seiten, kommen weniger Leute dorthin, weil keiner Bock hat, da eine Stunde im Stau zu stehen. Ne? Ja, ist verständlich. Ich habe das neulich, weil zurzeit haben wir bei uns in Görlitz, Gorselitz auch eine Grenzsperrung, aber wegen der Brückenbaustelle, das ist jetzt im Monat, wo die Brücke da saniert wird. Und da muss man dann über die Autobahn fahren und da bin ich über eine Stunde im Stau gestanden. Ne? Und das Ärgerliche ist das, ich war eine Stunde im Stau gestanden, weil es immer nur so im Schritttempo voranging. Ne? Und dann komme ich auf den Kontrollposten zu, ne? Und dann kontrollieren die gar nicht, sondern die sitzen in ihrem Auto drin und gucken gar nicht auf den Verkehr. Und da habe ich mir gedacht, und dafür bin ich jetzt eine Stunde im Stau gestanden. Ne? Nur um zu sehen, dass die da nichts kontrollieren. Das hat mich dann genervt, ne? Und da verliert man halt so viel Zeit. Allein schon aus dem Grund, weil es 10 Kilometer Umweg sind. Ne? Als wie wenn ich da direkt die kürzeste Verbindung nehme. Und dann natürlich viel Stau. Ich glaube, wenn auf der Autobahn, wenn es auf eine Fahrspur zusammengeht, und du darfst dann da nur mit 10 km/h durch die Kontrollstelle durchfahren, ne? Dann staut sich's natürlich. Und jetzt ist ja Görlitz nicht gerade so groß, ne? Aber da bei Frankfurt an der Oder, da läuft ja der ganze Hauptverkehr da über die Autobahn da Richtung Polen, ne? Da ist also viel Betrieb da. Dass man da dann viel Stau hat, das kann ich schon verstehen. Und da fährst du halt dann auch nicht mal eben auf die andere Seite zum Einkaufen. Ne? Und da spüren diese Marktbetreiber, und es haben sogar schon einige Marktstände geschlossen, das sehe ich auch in dem anderen Markt, wo ich immer hingehe. Da sind auch einige Buden, wo die Rollläden dauerhaft unten sind. Ne? Wenn eben weniger Kunden kommen. Ne? Und dann muss man allerdings auch dazu sagen, 400 Metern links halten und in die Straße Blato-Boleslavska fahren. dann muss man auch noch dazu sagen, dass die Märkte gar nicht mehr so billig sind. Ne? Links halten und in die Straße Blato-Boleslavska fahren. Die sind gar nicht mehr so billig. Da hast du manchmal in irgendeinem Geschäft in der Innenstadt mehr Rabatt als wie auf diesen Kilometern Märkten. rechts abbiegen in die Straße Unterhalova. So, jetzt muss ich aufpassen. Jetzt müssen wir da hinfahren, wo der Rote rauskommt. Weil wenn wir jetzt so weiterfahren würden, wie das Navi mich schicken will, dann kommen wir nämlich da vorne auf die Baustelle. Da ist nämlich eine Baustelle, ich weiß das. Rechts abbiegen in die Straße Karlova, dann in die zweite Straße links abbiegen. Ich weiß, dass da eine Baustelle ist. Deshalb fahren wir jetzt hier runter. Aber das hat jetzt das Navi tatsächlich geschnallt, Links dass wir hier... abbiegen in die Straße Zapatny, dann in die zweite Straße rechts abbiegen. Und hier haben wir Vorfahrt. Und der hat das sogar gecheckt und hat angehalten.
bei Abknicken der Vorfahrt, da gibt es ja hier auch immer Rechts Probleme. abbiegen in die Straße Husova, dann links abbiegen. Da ziehen sie auch immer durch, obwohl sie gar nicht Vorfahrt haben. Ja, und da wäre jetzt dann da vorne, wo der Weiße herkommt, da Links müssen wir jetzt auch abbiegen hin. in die Straße Narodny. Und rechts ist da die Baustelle, da wo es nicht weitergeht. Die ist auch schon gut ein halbes Jahr ist die Baustelle da schon. In 800 Metern rechts abbiegen in die Straße Unterhalova. Ja, es halt immer das Gequatsche da aus. Ich weiß ja jetzt, wie ich weiterfahre. Das hätte jetzt eigentlich gar nicht gebraucht, da das mitlaufen lassen. Ich habe es eigentlich nur eingeschalten gehabt, um aus der Stadt, aus der Innenstadt rauszukommen. Aber ich bin ja hier schon so oft gefahren. Na, das hat gepasst mit der Spurbreite. Und da links, da ist dann auch noch mal ein Albert und ein Penny, nee, ja doch, nee, eine Villa, ein Villamarkt und ein Albert ist da, aber da muss man jetzt da vorne links fahren. Da kommt man jetzt von hier aus noch nicht ran. So, jetzt kommt es darauf an, wo der hinfährt. Ah, der fährt nicht hier rum. Wäre er jetzt abgebogen, hätte er Vorfahrt gehabt, aber okay. Hier ist jetzt der Albert, hier rechts, und hinter dem Albert ist dann die Villa. Da fahren wir jetzt aber nicht hin. Und da in dem Albert ist auch eine Wechselbude mit dabei. Jetzt fahren wir hier lang. Jetzt sind wir gleich an der deutschen Grenze, ist nicht mehr weit. Der Ort hier heißt Farnsdorf. Und da ist auch der Unterschied zwischen Deutsch und Tschechisch nicht groß. Im Deutschen heißt da Farnsdorf. In Deutschland heißt der Farnsdorf mit W und im Tschechischen Farnsdorf mit V. Das ist eigentlich der einzige Unterschied. So, und hier müssen wir da lang. Und die Tanke, die kommt jetzt gleich, die billige. Hoffentlich ist sie billig. Wenn nicht, dann fahre ich zu der anderen wieder zurück. Und da vorne, wo der Weiße rauskommt, da geht es zur Kaufhalle. Gerade so als Hinweis, wer da mal rüberkommen will zum Einkaufen. Wobei die Kaufhalle, die gibt es noch nicht lange und die ist dann noch nicht in jedem Navi mit drin. Google Maps hat sie drin. Aber Offline-Navis haben die Adresse gar nicht drin, weil das ist ein neues Gewerbegebiet da hinten. Und hier links die gelbe Tanke ist es, jawohl, 32,50, was ich gesagt habe. Ja. Schauen wir mal, wo ein Platz ist. Stellen wir uns hier mal mit dazu.
Also hier sind wir jetzt in Franzdorf bei der Kolok-Tanke. Mark. Und da kostet hier jetzt der Sprit 32,50 Kronen. Und jetzt beende ich das hier, weil ich muss jetzt raus zum Tanken. Also da ist die Tanke. Ja, hat hier mehrere Spuren und dort hinten, da gibt es Kohle und Holzbriketts zu kaufen. Und da bedanke ich mich fürs Mitfahren. Wenn ihr mal wieder dabei sein wollt, dann tut den Kanal abonnieren. Da wünsche ich euch noch einen schönen Restsonntag und tschüss, bis zum nächsten Mal.